Willkommen beim Erklärer. Sie denken also darüber nach, in Deutschland eine Familie zu gründen. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass es etwas anders ist. Der gesamte Weg von der Windel bis zum Diplom ist einzigartig strukturiert. Heute werden wir den gesamten Weg planen. Von der finanziellen Unterstützung erhalten Sie von Anfang an zu den großen Und sehen Sie, auf dem Papier ist es ziemlich erstaunlich. Das deutsche Bildungssystem gehört durchweg zu den Top 10 der Welt. Für seine schiere Qualität und Organisation. Es ist dafür bekannt, zugänglich und gut durchdacht zu sein. Aber wie fühlt sich diese ganze Struktur eigentlich für einen Elternteil vor Ort an? Nun, darauf werden wir gleich eingehen. Wir werden die wichtigsten Phasen aufschlüsseln, das Geld, und ja, sogar diese Art von hinterhältigen, ungeschriebenen sozialen Regeln, von denen dir niemand jemals etwas erzählt. Fangen wir also ganz am Anfang an. Im ersten Teil dreht sich alles um das Fundament. Dies umfasst das robuste Unterstützungssystem, das Deutschland nutzt. Wir reden über alles, vom Schutz Ihres Arbeitsplatzes bis hin zur Unterstützung bei der Finanzierung Ihrer Kinderbetreuung. Als erstes sind die Eltern-Websites ein großes Thema. Das ist Elternzeit. Und das ist nicht nur ein netter Firmenvorteil. Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf die Mitnahme von bis zu 3 Personen. Ja, 3 Jahre frei von der Arbeit, um ein Kind zu betreuen, mit der vollen Garantie, dass Ihr Job bei Ihrer Rückkehr auf Sie wartet. Jetzt denken Sie wahrscheinlich an 3 Jahre ohne Bezahlung. Wie könnte sich das jemand leisten? Nun, hier greift die Regierung mit Elterngeld ein. Dabei handelt es sich um eine monatliche Zulage, die einen ziemlich großen Teil Ihres entgangenen Einkommens ersetzt. Dadurch wird es finanziell möglich, diese Auszeit tatsächlich zu nehmen. Und dabei hört es noch nicht einmal auf. Zu allem Überfluss gibt es noch Kindergeld. Dabei handelt es sich um eine monatliche Zahlung, die jede einzelne Familie für jedes einzelne Kind erhält. Dabei spielt es keine Rolle, wie hoch Ihr Einkommen ist. Es dient lediglich dazu, die alltäglichen Kosten für die Erziehung eines Kindes zu decken. Diese Tabelle macht den Unterschied also sehr deutlich. Stellen Sie es sich einfach so vor. Elterngeld ist eine kurzfristige Sache. Es soll Ihr Gehalt ersetzen, wenn Sie frisch gebackene Eltern sind. Kindergeld hingegen ist das lange Spiel. Es handelt sich um einen universellen, langfristigen Vorteil, den Sie über Jahre hinweg erhalten. Also gut, wenn es Zeit für eine Kindertagesstätte ist oder was man Kita nennt. Der Prozess ist, wie Sie ahnen, sehr strukturiert. Alles beginnt mit der Anschaffung einer sogenannten Kita-Gutschein. Das ist Ihr Gutschein für kostenlose oder subventionierte Kinderbetreuung. Sobald Sie das goldene Ticket haben, beginnt die Suche nach dem richtigen Platz. Und wenn Sie eine Kita gefunden haben, stoßen Sie auf ein Grundprinzip der deutschen Kinderbetreuung. Namenseingewöhnung. Es ist diese obligatorische, sanfte Eingewöhnungsphase. Sie bringen Ihr Kind nicht einfach in Bolte ab. Nein, tatsächlich bleibt man zunächst für kurze Zeit bei Ihnen und dann länger. Im Laufe einiger Wochen gewöhnen wir Sie langsam an den neuen Ort. Es ist eigentlich ziemlich brillant. Okay, lass uns weitermachen. Im zweiten Teil wird es richtig interessant. Wir sprechen über den Beginn der formellen Schulbildung. Und dieser entscheidende Moment um das 10. Lebensjahr herum prägt so ziemlich die gesamte Bildungszukunft eines Kindes. Stellen Sie sich das also vor. Ihr Kind beendet die 4-jährige Grundschule oder Grundschule. Zu diesem Zeitpunkt geben Ihnen die Lehrer eine formelle Empfehlung für die Art der weiterführenden Schule. Sie denken, dass es am besten zu den Fähigkeiten und dem Lernstil Ihres Kindes passt. Und diese Empfehlung wird auf einen dieser 3 Hauptpfade verweisen. Es gibt die Hauptschule, die sich stärker auf Berufsausbildung und Lehrlingsausbildung konzentriert. Dann gibt es noch Realschule, einen breiteren Weg, der zu technischen Berufen oder mehr Schulbildung führen kann. Und schließlich gibt es noch das Gymnasium, den hochakademischen Studiengang, der geradeaus führt zur Universität. Jetzt weiß ich, was Sie denken. Eine Entscheidung im Alter von 10 Jahren, die Ihr ganzes Leben bestimmt. Aber hier ist der entscheidende Punkt.
Bei dieser Empfehlung handelt es sich nicht um eine lebenslange Haftstreife. Das System ist so konzipiert, dass es durchlässig ist. Was eine schicke Art ist zu sagen, dass Schüler es können. Und können. Wechseln sie oft zwischen diesen Spuren, wenn sie wachsen und sich verändern. Lassen Sie uns im dritten Teil etwas näher darauf eingehen. Wir werden sehen, wie all diese unterschiedlichen Wege zum Erfolg führen können. Weil es so wichtig ist, sich daran zu erinnern, gibt es definitiv mehr als einen Weg dorthin. Also, ja, das Gymnasium ist mit Sicherheit der direkteste Weg zur Universität. Aber es ist bei weitem nicht das einzige. Kinder von den anderen Strecken können auf jeden Fall noch wechseln und sich den Einstieg verdienen. Universität. Außerdem gibt es an manchen Orten sogenannte Gesamtschule, eine integrierte Schule, hält alle Optionen länger unter einem Dach offen. Okay, wir haben die offiziellen Strukturen abgedeckt. Doch nun müssen wir im vierten Teil über die ungeschriebenen gesellschaftlichen Regeln sprechen. Für so viele Familien ist dies ehrlich gesagt der schwierigste Teil der gesamten Reise. Und dieses Zitat eines Expat-Elternteils sagt einfach alles. Nicht wahr? Es sind die unausgesprochenen Erwartungen der anderen Eltern und der Gemeinschaft, die dazu führen können. Die größte Verwirrung. Es ist das Zeug, das man einfach wissen sollte. Deshalb hier ein paar Beispiele. Die übergeordnete WhatsApp-Gruppe? Du musst dabei sein. Es ist Ihre Lebensader. Der erste Schultag, das Inschulung, ist kein Schulabbruch. Es ist eine riesige Familienfeier. Und kleine Dinge wie das Erhalten des Zipfer-Kettenschwimmabzeichens mögen unbedeutend erscheinen, aber gesellschaftlich ist es ein großer Meilenstein. Und hier ist ein super praktisches. Ihr Kind wird zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Was geben Sie für das Geschenk aus? Nun, das ist das Ungeschriebene, aber völlig akzeptierte Budget. Bleiben Sie bei der Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen. Dann passen Sie genau hinein. Nachdem wir uns mit all dem auseinandergesetzt haben, mit dem Geld, der Kindertagesstätte, den Schulwegen, den gesellschaftlichen Bräuchen, was ist hier der große Vorteil? Zoomen Sie für Teil 5 heraus und betrachten Sie das Gesamtbild. Wissen Sie, wenn man alles auf den Punkt bringt, ist es ein System, das durch diese einzigartige Mischung definiert wird. Wirklich großzügige staatliche Unterstützung, ein sehr klarer und strukturierter Bildungsweg und das starke eine Reihe sozialer Erwartungen, die die gesamte Gemeinschaft irgendwie zusammenhalten. Und das lässt uns mit einem letzten Gedanken zurück, über den wir nachdenken können. Mit dieser starken Betonung der frühzeitigen Wahl von Wegen, aber auch der der Bereitstellung dieser tiefgreifenden, langfristigen Unterstützungssystem, wie wirkt sich dieser sehr ausgeprägte deutsche Ansatz zur Kindererziehung letztendlich aus? Gestalten Sie die Erwachsenen, zu denen Sie werden, auf jeden Fall etwas